Na, fehlt deine Lieblingsfarbe auch im Traxxas Store? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute zeige ich dir die neue Karosserie für unseren Traxxas TRX 4M Bronco, wie du diese richtig schleifst, neu lackierst, zusammenbaust und im Anschluss das fertige Ergebnis. Alles, was du benötigst, findest du hier. Du brauchst zum einen natürlich erstmal ein TRX 4M, dann die 9711, wenn du einen Bronco haben möchtest. Das ist diese Bronco-Karosserie in weiß als Bausatz, also noch nicht fertig zusammengebaut. Dann etwas zum Schleifen. Ich habe hier zum einen Nassschleifpapier, 600er Körnung. Es geht aber auch ein sauberer solcher Küchenschwamm. Und dann diese Seite hier, damit kannst du die ABS-Karosserie auch anschleifen und dann natürlich die Farben, in denen du die neue Karosserie lackieren möchtest. Schauen wir in aller Kürze, was im Lieferumfang der Karosserie enthalten ist. Zum einen haben wir natürlich die Bronco-Karosserie, das Ganze ist auch offiziell lizenziert, so wie wir das kennen. Diese ABS-Karosserie macht einen recht weichen Eindruck, aber die Stabilität wird später sicherlich kommen, wenn wir alle Teile montiert haben. In weiß, ganz klassisch, ja, so ein bisschen glänzend. Das Dach dazu in matt, auch ein bisschen weich, aber alles in Ordnung. Wie gesagt, wenn man es zusammensetzt, wird es dann deutlich stabiler. Die Scheiben, ziemlich cool, die sind nicht ganz klar, sondern in so einer leichten Rauchglasoptik und hier auch nochmal extra verschweißt, dass keine Kratzer dran kommen, das finde ich sehr gut. Dann die schwarzen Teile, die man von außen an der Karosserie sieht, nämlich die Kotflügel und die Trittbretter. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das alles so zusammenhängt, finde ich wirklich interessant. Dachgepäckträger, Kühlergrill, Scheibenwischer, Spiegel. Und auch noch die Aufnahme für die Reserveradabdeckung. Hier die Reserveradabdeckung. Ja, da steckt kein Reserverad drin. Wer hätte es gedacht? Ein paar Schräubchen, um das Ganze schön zusammenzusetzen. Und ein kleiner Stickerbogen mit Kennzeichen, Spiegel, Blinker, das Bronco-Pferdchen fürs Reserverad, aber auch die Teile für die Lampen. Ich beginne nun damit, die Karosserie zu schleifen. Wie vorhin erwähnt, das kann man hier mit so einem sauberen Schwamm machen und kann dann hier zum Beispiel mal über die Haube gehen. So, einmal richtig drüber das Ganze anrauen. Wenn man dann jetzt so ein bisschen im Licht schaut, sieht man schon, dass das leicht angekratzt wird. Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mit feinem Schleifpapier zu machen. Geh jetzt hier nicht bitte mit einer 80er Körnung dran. Das würdest du später auf alle Fälle sehen. Ich habe jetzt hier eine 600er. So, dann gehe ich mal vorsichtig hier rüber. Ich achte wirklich darauf, dass ich alles an Kanten etc. mitnehme und auch wirklich alles anraue, sodass die Farbe später gut hält. Das mache ich außen und auch innen, denn ich möchte die Karosserie später auch innen lackieren, weil dreifarbig sähe dann irgendwie ganz komisch aus. Nein, das möchte ich nicht. Deswegen alles ganz in Ruhe schleifen. Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit dazu. Du kannst das Ganze auch nass schleifen, das geht auch. Wichtig dabei ist dann darauf zu achten, dass dein Schleifpapier fürs Nassschleifen geeignet ist. Ich kann verstehen, dass das Schleifen auf einer weißen Karosserie wirklich sehr schwierig ist, weil man nicht sehr gut erkennen kann, wo war ich denn jetzt schon und wo nicht. Was man in dem Fall machen kann, dass man sich zum Beispiel hier so eine handelsübliche schwarze Farbe nimmt und das Fahrzeug einmal kurz so ein bisschen einnebelt. Also wirklich nur einen Schleier. Dass das ganze Fahrzeug einmal mit einem Schleier bedeckt ist und wenn du dann anfängst, das Ganze zu schleifen und die Farbe runterschleifst, siehst du also direkt, wo war ich schon, wo war ich noch nicht. Dabei natürlich ganz wichtig, einen Schleier nicht richtig deckend fest lackieren, sondern einfach nur einen Schleier, der das ganze Fahrzeug so ein bisschen umhüllt, den man ganz einfach runterschleifen kann und wo ich dann wirklich sehen kann, wo war ich nicht. Meine Karosserie
habe ich jetzt schon geschliffen und wie wir sehen können, sind hier noch ganz viele Flecken drauf. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, das Fahrzeug einmal zu reinigen. Das mache ich mit lauwarmem Wasser und danach werde ich das Ganze auch schön trocknen. Man kann gerne auch ein kleines bisschen Spüli dazu nehmen, um auch die Fingerabdrücke, Fettrückstände zu entfernen. Und dann wirklich mit einem fusselfreien Tuch trocknen, schauen, dass überall das Wasser raus ist, gerne auch noch ein Momentchen stehen lassen. Bitte nicht auf eine ganz kochend heiße Heizung, das können diese ABS-Karossen nicht so gut ab. Nachher hast du da so eine Karosserie, die dann da in die Knie geht, das muss nicht sein. Trocknen lassen, dann ist alles in bester Ordnung. Hier sowas, das habe ich zum Beispiel schon so ein bisschen gereinigt. Da sieht man auch den Unterschied, da sind noch Schleifrückstände, bei dem hier nicht mehr wirklich. Das Ganze werde ich jetzt reinigen, damit es dann so aussieht. Also schneeweiß und bereit zur Lackierung. Was benutze ich für Farbe? Ich möchte hier den Bronco an sich in diesem schönen Giftgrün Metallic machen. Hierfür nutze ich TS-Farbe von Tamiya, das ist der Farbcode TS52. Für das Dach habe ich mich hier für mattschwarze Farbe entschieden. Ich denke, der Kontrast harmoniert ganz gut. Wichtig natürlich, die Farbe sollte für Kunststoff geeignet sein. Wer möchte, kann jetzt hier noch eine Art Grundierung auftragen. Darauf möchte ich in meinem Fall verzichten. Starten werde ich damit, die Teile von innen zu lackieren und wenn sie innendeckend lackiert sind, dann werde ich das Ganze von außen fertig lackieren. Wichtiger Hinweis, natürlich nicht zu nah dran, aus einer gewissen Entfernung, immer wieder schöne Sprühstöße, einfach in dünnen Schichten kurz antrocknen lassen, die Karosserie deckend lackieren. Wenn du das Ganze zweifarbig machen möchtest, so wie ich das hier tue, würde ich dir empfehlen, eines nach dem anderen zu lackieren, denn nichts sieht blöder aus, als auf einem schwarzen Dach zum Beispiel einen giftgrünen Sprühnebel oder andersrum. Das muss nicht sein. Schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis der Lackierung genauer an. Das Ergebnis ist wirklich schön geworden. Das mattschwarze Dach, so sieht's aus, keine Läufer drin, hat mich sehr gefreut. Und dann hier diese Farbe, die scheppert schon gut. Hier vorne habe ich einen minimalen Staubeinschluss. Der stört mich aber nicht wirklich, weil er kaum auffällt und selbst in der Kamera sollte er kaum zur Geltung kommen. Ist wirklich sehr schön geworden. Was mir jetzt noch nicht ganz so gut gefällt, das ist der Kontrast zwischen dem Matten und der Bronco-Karosserie. Das Ganze ist so ein bisschen glänzend, ja, geht aber in so eine seidenmatte Richtung und ich möchte wirklich einen sehr starken Kontrast haben zwischen einem matten Dach und einer hochglänzenden Karosserie. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier nochmal eine Klarlackschicht in glänzend drüber zu ziehen. Das kann man zum Beispiel mit der TS13 Farbe von Tamiya machen. Ich werde das jetzt hier mit so einer handelsüblichen anderen Farbe machen, ebenfalls farblos und hochglänzend. Wichtig dabei ist natürlich, dass die Karosserie vorher richtig trocken ist. Wenn du das also auch machen möchtest, achte darauf, dass hier alles durchgetrocknet ist, lass sie im Notfall 24 Stunden stehen. Das ist etwas, wo ich mich jetzt im Nachhinein noch zu entschlossen habe, als ich hier das fertige Ergebnis gesehen habe, dass wir da noch ein bisschen an dem Glanzgrad arbeiten müssen und das schauen wir uns jetzt mal fertig an. Auch der Klarlack hatte nun 24 Stunden Zeit, richtig auszuhärten und zu trocknen. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Auf der Haube denke ich schon ganz gut. Jetzt haben wir eine schöne glänzende Bronco-Karosserie. Im nächsten Schritt geht es jetzt natürlich daran, die Karosserie zusammenzusetzen. Was ich dabei sehr schade finde bei Traxxas, dass wir dazu keine Anleitung haben. Deswegen wursteln wir uns da jetzt mal so durch. Schnell mal eine weiche Unterlage geschnappt, dass wir die frischen Teile nicht zerkratzen. Als Vorlage dient mir dann jetzt hier unsere Bronco-Karosserie, die im Lieferumfang enthalten war. Beginnen möchte ich mit den Aufklebern, weil man jetzt einfach noch super überall drankommt, an die Spiegel oder hinten an die Heckklappe hier mit dem Bronco-Pferdchen. Wichtig, auf die Reserveradmulde können wir das große Bronco-Pferd jetzt natürlich noch nicht aufkleben, da wir dieses erst festschrauben müssen. Dieser Aufkleber kommt also zum Schluss. Alles andere werde ich jetzt schon mal anbringen und dann kann man die Karosserie wunderbar zusammensetzen. Schauen wir uns jetzt mal an. Die Aufkleber sind angebracht, wie man hier ganz gut sehen kann. Spiegel,
Blinker, aber auch zum Beispiel hier das Weiße auf den Frontscheinwerfern, so ein bisschen das Innenleben der Frontscheinwerfer, am Kühlergrill an den Seiten die Blinker, der Heckklappe, Bronco-Pferdchen und die Ford-Pflaume. Was mir dabei sehr positiv aufgefallen ist, dass die Aufkleber vorausgestanzt sind. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Bei den meisten Tamiya-Bausätzen ist es zum Beispiel so, dass man die Aufkleber jetzt selber mit einem Skalpell ausschneiden muss. Deswegen sehr, sehr schön, dass man das hier noch vorausgestanzt geliefert hat. Beginnen tue ich jetzt einfach mal hier mit dem Dach. Da setzen wir mal vorsichtig die Scheiben ein. Das sollte schon mal gut klappen. Klick, passt schon mal gut. Dann werde ich jetzt hier so ein bisschen die Schrauben einsetzen und dich dabei Stück für Stück ein wenig mitnehmen. Wir haben hier die ein oder andere unterschiedliche Schraube und wenn ich mir unsicher bin, gehe ich einfach zur originalen, zusammengebauten Karosserie, schraube eine Schraube mal raus und gucke, welche es sein könnte. Und fürs Dach habe ich mich dann jetzt für diese Schrauben hier entschieden. 4 Stück. So, der Dachgepäckträger wird vorsichtig draufgesetzt. So, und dann werde ich jetzt hier schon mal diese Schrauben festziehen. Diese beiden Schrauben hier habe ich jetzt noch nicht ganz fest gebombt, sondern erstmal nur leicht angezogen, sodass wir den Dachgepäckträger hier vorne noch anheben können. Denn jetzt werde ich das Dach auf die Karosserie setzen. Dabei müssen wir hier vorne den Dachgepäckträger ein bisschen anheben, dass wir da drunter kommen. Das wird nämlich später hier mit dem Scheibenrahmen verschraubt. So, einmal gucken, dass wir überall sitzen. So, wenn wir jetzt hier mal reingucken, wird das nämlich geklipst. Vorsichtig, dass wir hier nichts kaputt machen. So, das scheint es schon gewesen zu sein. Wir gucken mal. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt auch den Dachgepäckträger vollständig festschrauben. Hier die beiden Schrauben anziehen und hier vorne am Scheibenrahmen ebenfalls Schrauben einsetzen und anziehen. Schau dir das an. Ha, das gefällt mir schon gut. Dieser schöne Kontrast, richtig schön. Weiter soll es gehen mit der Bronco Frontstoßstange. Schauen wir mal, wie wir das hier am besten einsetzen. Wahrscheinlich erstmal so. So, dann müssen wir aber mal gucken. Fehlt ja hier vorne noch etwas. Ah, okay. Die werden später einfach nur reingesteckt. Das wusste ich so nicht. Das heißt, die können wir auch noch später ranstecken. Von innen setzen wir nun das Glas für den Frontscheinwerfer ein und auch die Befestigung für LEDs, beziehungsweise so ein bisschen dieser Aufkleber auch mit dem Innenleben. Der kommt hier so rein, wird reingesteckt und dann festgeschraubt, am besten da auch nochmal genau bei der Originalkarosserie orientieren. So sollte es dann aussehen, wenn es fest ist. Hier vorne mit einer kleinen Schraube, ist also wirklich eine ganz kleine schneidende Schraube. So, diese hier, die ist das. Und die wird dann hier vorne reingesetzt. Bei dem Aufkleber drauf achten. Du hast hier unten ja so einen etwas dunkleren, schraffierteren Bereich. Der kommt nach unten. Die Aufkleber sind nämlich unterschiedlich. Nicht, dass du nachher ein komisches, schielendes Auto hast. Das möchtest du auch nicht haben. Da also wirklich darauf achten, dass die Aufkleber auf beiden Seiten gleich sind. Das Ganze werde ich jetzt hier auch auf der zweiten Seite einmal durchführen. Nun setze ich diese schönen Teile hier an die Motorhaube. Das sollte ganz einfach gehen, indem man es einfach draufklickt. So, da kommt er hin. Und wir merken, das Ganze hält überhaupt nicht. Das erklärt auch, warum das hier überall mit so einem Lötkolben einmal draufgeditscht ist, dass die auch wirklich halten. Jetzt gucken wir spaßeshalber, ob wenigstens die Türgriffe denn halten. Das wäre ja wohl das Mindeste. Wäre ja schön, wenn das einfach klickt. Und das, nein, tut's absolut nicht. Du musst hier also wirklich kleben
oder auf der Rückseite einmal mit einem Lötkolben, mit einer alten Lötspitze einmal reindrücken, dass das verschmilzt. Mann, das finde ich schade, das hätte man ganz anders lösen können. Einfach mit einem Clip drauf, reindrücken, Klick, fertig. Aber das finde ich jetzt tatsächlich saublöd. Da muss man sich erst wieder was einfallen lassen, notfalls sonst auch auf der Rückseite mit Heißkleber. Finde ich richtig doof gelöst. Ich habe mich für die Lösung mit dem Lötkolben entschieden. Die Station fährt jetzt gerade hoch. Ich habe jetzt mal 200 Grad eingestellt, habe bewusst so eine flache Spitze genommen. Was ich nicht empfehlen kann, was man ja jetzt auch denken könnte, ach, ich setze einfach von innen so einen Tupfer Sekundenkleber an, dann hält das ja auch ganz schnell und ganz super. Die meisten sind aber sehr stark lösemittelhaltig, sodass diese Ausdampfungen dann hier von innen deine ganzen Scheiben versauen. Die kriegst du nicht mehr vernünftig klar und das ist was du nicht möchtest. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nicht mit einem Sekundenkleber in diesem Schritt zu arbeiten, sondern wir versuchen das jetzt hier mal mit dem Lötkolben. Ich habe das auch noch nicht gemacht. So, hier vorne haben wir hier unsere Spitze und die werde ich jetzt gleich mal platt drücken, natürlich nicht zu lange. 200 Grad haben wir, mal gucken, ob das schon reicht. Na, das reicht noch nicht wirklich. Wir gehen mal hoch auf 300 Grad und schauen uns das dann mal an. 300 Grad sind erreicht. Ja. So sieht's aus. Das hat jetzt gut geklappt bei 300 Grad. Das Ganze riecht natürlich auch ein bisschen. Wenn du jetzt einen besseren Tipp hast für die Community, wie das einfacher geht und auch für mich, dann schreib das doch sehr gerne mal in die Kommentare. Das könnte uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde jetzt also Stück für Stück überall die Kunststoffteile reinsetzen und auf der Innenseite die überstehenden Teile randrücken, dass sie schmilzen und dann festsitzen. Ist eine schöne Sache, ja, es funktioniert, hätte ich mir aber wirklich einfacher gewünscht, gerade auch für Leute, die vielleicht gar keinen Lötkolben zu Hause haben. Vorteil dieser Methode, dass dir deine Anbauteile wirklich überhaupt nicht verloren gehen können. Die sind richtig schön dran und wenn ich mir das in der Originalkarosserie mal anschaue, dann sieht das doch sehr, sehr ähnlich aus. Gerade ein bisschen schwierig zu sehen auf diesen dunklen, aber das scheinen die so ziemlich genauso gemacht zu haben. Hält auf alle Fälle, aber was man wirklich braucht, ist ein Lötkolben. Weiter soll es gehen mit diesem großen Teil hier. Das setzen wir jetzt mal von innen ran. Es wird dann später verschraubt. Es ist schön flexibel, es sollte also nichts brechen können. So. Und dann werden wir das gleich verschrauben. Beim Verschrauben ist darauf zu achten, dass wenn wir hier diese Schrauben einsetzen, dass wir dann auch gleich diesen Bereich hier mitnehmen. Und auch hier orientiere ich mich wieder an der Originalkarosserie, welche Schrauben verwendet worden sind, schraube sie kurz raus, gucke, um welche Schraube es sich handelt und nehme die dann hier aus meinem Repertoire. Hier hinten kamen zwei sehr, sehr lange Schrauben rein. Das sind die beiden längsten Schrauben, die kannst du eigentlich gar nicht verwechseln. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen diese dickeren Schrauben und die werden jetzt auch unseren Scheibenwischer und unsere Spiegel mit festhalten. Setzen wir einmal drauf. So, schön vorsichtig, damit nichts abbricht. Eben auf dieser Seite gucken. So. Und dann werden wir jetzt diese Schrauben hier einsetzen und festziehen. Hier die beiden Schrauben und dieselben Schrauben kommen dann auch hier vorne nochmal rein. 2 Stück. Jetzt nimmt unser Bronco doch richtig Form an. Ich bin mit der Farbwahl richtig gut zufrieden. Weiter soll es jetzt hier hinten gehen mit der Aufnahme für das Reserverad bzw. für die Reserveradabdeckung. Wir sehen hier hinten, wir haben 4 Löcher in der Vorbereitung. Das ist das Teil und wir sehen hier unten
gibt es einmal diese Mittelzentrierung und darunter, da ist noch ein Loch, das kommt nach unten, sodass es bündig sauber mit der Heckklappe abschließt. So, und dafür nehmen wir dann 4 Schrauben. Wir müssen natürlich im Inneren gucken, dass das hier mit diesem Teil übereinstimmt, dass wir da auch sauber reingehen in diesen Bereich. Und das sind unsere 4 Schrauben, die wir dafür benötigen. Und das werde ich jetzt hier einmal festschrauben. Das Teil hinten ist soweit fest. Hier bitte vorsichtig sein, nach fest kommt ab. Immer so ein bisschen mit Gefühl arbeiten, sowas hat man schnell rund. Jetzt ist es sehr stabil dran. Weiter soll es gehen mit unseren Rückleuchten. Die sind ja schon soweit fertig zusammengebaut und die werden jetzt von außen reingesetzt. Wir sehen hier hinten auch eine kleine Beschriftung mit links, rechts. So, die kommen von außen einmal dran. So sieht das dann aus und dann so ein bisschen reingedrückt. So, dass sie schön rauskommen und im Inneren werden sie dann mit einer Schraube fixiert. Das ist dann eine von diesen beiden kleinen Schrauben, die wir noch haben. Dann sollte uns gleich nur noch eine letzte Schraube bleiben, die ist ein bisschen länger. Damit machen wir dann die Reserveradabdeckung fest. Richtig schön dieser Kontrast mit diesem Klarglas-Rückleuchten, diesem Rot und dem Grün. Ha, fantastisch. So, abschließend die Reserveradmulde. Du siehst hier so eine leichte Vertiefung, die kommt nach unten, wird dann hier so dran gesetzt und in der Mitte festgeschraubt mit unserer letzten verbleibenden Schraube. Achte bitte darauf, dass du die Schraube jetzt wirklich vernünftig anziehst und du dir sicher bist, dass sie fest ist. Das ist ganz wichtig, denn jetzt kommt das Bronco-Pferdchen außen drauf und wenn du den Aufkleber drauf hast, kommst du an die Schraube nicht mehr ran. Den Aufkleber müsstest du zerstören, um dann hier wieder dran zu kommen oder so ein kleines X in den Aufkleber reinmachen, um an die Schraube wieder ranzukommen. Das wäre äußerst ärgerlich. Dementsprechend bitte vergewissere dich, dass das Teil auch richtig fest ist. Bei mir ist es das und jetzt kommt das Bronco-Pferdchen drauf. Und es ist vollbracht. Ich bin ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten, jetzt mal die Karosserien zu tauschen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt live mit dir zusammen. So, gucken. Und sie sitzt, ne? Da ist er. Der Bronco in Giftgrün. Krass. Jetzt mal in allen Details, dass du es dir mal ganz genau anschauen kannst. Wir sehen den schönen Bronco-Schriftzug, die Klarglas-Scheinwerfer vorne. Ah, guck mal hier diese Spiegelung, wie das aussieht. Richtig cool. Also dieser Kontrast mit dem mattschwarzen Dach, den schwarzen Felgen und dann diese giftgrüne Optik. Also das ist eine Farbe, wie ich finde, die bei Traxxas jetzt noch gefehlt hat. Die haut richtig rein. Ja, guck mal hier, Bronco-Pferdchen. Dann die Rücklichter hinten auch in diesem Klarglas-Design. Richtig schick. Hier wird sicherlich noch ein Lichtset reinkommen, das liegt bei mir schon. Aber ich wollte dir jetzt erstmal zeigen, wie man so eine Karosserie fertig macht. Und ich bin richtig gut zufrieden. Bis auf die eine Sache jetzt mit den Lötkolben, das muss man wirklich wissen, wie man das am besten macht. Aber ansonsten ist das ein ganz, ganz tolles Ergebnis geworden, wie ich finde. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du von der Farbe hältst und was deine Lieblingsfarbe für den Bronco wäre. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Tuning-Video zum Bronco. Bis dahin, ciao!